Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen jetzt mal in Hamburg. Wir haben hier ein ganz, ganz seltenes Auto. Das hier ist eine Lancia Aurelia. Und das Tolle bei der Lancia Aurelia, man kann sehen, dass die restauriert ist. Wir haben eine ganz interessante Historie zum Auto, ist von 1956. Und dieses Auto hat nicht nur die Mille Miglia mitgefahren, sondern ist ein One-Off. Das ist eine absolute Rarität, die befindet sich wirklich in einem schönen Zustand. Ihr könnt sehen, dass die normalerweise hießen die ja B20 GT Coupé, sind gebaut worden von 1951 bis 1958, also 7 Jahre lang. Aber das, was wir hier haben, ist was ganz Außergewöhnliches. Und jetzt will ich euch einfach mal zeigen, ich habe gerade versucht, mich mit dem Auto ein bisschen auseinanderzusetzen und habe so einiges gefunden. Hier könnt ihr mal sehen, das ist der FIFA-Pass. Lancia Aurelia 2500 GT aus dem Baujahr 1956, zugelassen in Dänemark, kommt aus einer größeren dänischen Sammlung. Wie überhaupt das ganze Auto aus Skandinavien kommt, da komme ich jetzt mal gleich drauf. Ausgesehen hat er vorher so, schaut euch das mal an, war ein unrestaurierter Wagen. Und da hat es hier sogar, gibt also mehrere Zeitungsartikel, der Wagen ist sehr prominent, ist wohlgemerkt ein Einzelstück. Da gibt es jemanden, der sagt, Information needed on Ra Pichon Parade B20. Diese Firma Pichon Parade, die hat es bis 1965 in Frankreich gegeben, das war ein Karossier. Und das ist die einzige Lancia Aurelia mit dieser Karosse. Das heißt, das Auto hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, das ist eine echte Rarität, der Wagen. Ja, das ist es. Ich mache das mal auf, mich interessiert einfach mal, was hier eigentlich noch so drin ist. Das wollen wir uns mal angucken. Ja, Pichon Parade, die haben also auch solche Sachen gebaut. Also ein ganz bedeutender französischer Karossier mit ganz besonderen Entwürfen. Also hier hat sich wirklich jemand mal die Mühe gemacht und hat das alles mal gesammelt, welche speziellen, extravaganten Karosserien die Firma Pichon Parade gemacht hat. Da gibt es also eine ganze Menge. Und soweit mir das bekannt ist und wir das recherchieren konnten, ist das die einzige Lancia Aurelia GT, hier könnt ihr sie sehen, neben mir, die so designt ist, was ich übrigens absolut aufregend finde. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Wurf. Ja, als das Auto, als bekannt war, dass er sehr, sehr selten war, da gibt es sogar die Firma Chopin, Firma Chopin ist eine bekannte Uhrenfirma. Da könnt ihr hier sehen, da ist unser Auto wohl während der Mille Miglia. Er gibt nur den einzigen. Also er ist wirklich unwiedererkennbar. Er findet sich auch überall in der Literatur wieder. Auto ist 2013 durch die Mille Miglia mitgefahren. Das könnt ihr auch da vorne sehen. Das ist der Aufkleber, ja auch von Chopin, war Hauptsponsor. Ja, und dann hat sich jemand damit lange Zeit in Skandinavien damit befasst und beschäftigt, das Auto in einen perfekten Zustand zu bringen. Schaut mal hier, der Wagen ist lange restauriert worden. Das sind teilweise auch schon etwas ältere Bilder, es wird länger her sein. Ihr könnt sehen, er hat natürlich Rostprobleme gehabt. Das hat ja Lancia immer gerne mal vor der Restaurierung. Ja, und hier sieht man übrigens noch Aluminiumstoßstangen. Das ist auch der Grund, weshalb das Auto so erfolgreich war. Die haben damals alles aus Aluminium gebaut, die Hauben, die Türen. Dadurch war der Wagen nur ca. 1000 Kilo leicht. Und mit einer 2,5 Liter Sechszylindermaschine war der natürlich richtig schnell. Schaut mal hier, das sind die Originalsitze, das originale Interieur. So hat der Wagen ausgesehen. Wir können gleich mal hingehen, ich zeige mal, wie er jetzt aussieht. Ist alles toll gemacht worden. Und das geht natürlich hier auch für die Technik. Also der Wagen war komplett auseinander. Ich habe jetzt aber nicht sehen können, jedenfalls hier nicht, wann das war. Das ist die V6-Maschine. Das war eine späte Serie, wo der richtig Kraft mit hatte. 112 PS und 2,5 Liter Hubraum, das war viel. Und da ist so ein Wagen 180 Stundenkilometer schnell gewesen. Und dadurch, dass er so leicht war, hat er natürlich auch eine irre Geschwindigkeit, war kurvengängig. Und die haben dann also bei Rallyes riesige Erfolge verzeichnen können, sind überall vorne mitgefahren und zwar schon ab dem Baujahr 1951. Jetzt muss ich hier mal schauen, das habe ich hier irgendwo liegen gehabt. Na. Also von der Lancia Aurelia wurden insgesamt 3100 Autos gebaut und die haben bereits ab 1951 jede Menge Rallyes gewonnen. Sie haben also die Mille Miglia immer mitgefahren, 7 Jahre lang, waren Klassensieger in Le Mans, waren dann 1952 Platz 1 bis 3 bei der Targa Florio, 1953 Sieger Rallye Lüttich-Rom-Lüttich, 1954 Sieger Rallye Monte Carlo. Und das ist der Grund, weshalb solche Fahrzeuge heute auch noch sehr, sehr begehrt sind, weil einfach bekannt ist, dass die riesig erfolgreich waren. Das war ein Konzept, die haben ja damals auch diese Transaxle-Bauweise eingeführt.
Das heißt, dass Kupplung und Getriebe praktisch hinten angeflanscht waren an der Hinterachse, nicht mehr vorne. Und dadurch hatte man vorne sehr viel Platz. Ihr schaut euch mal hier das Interieur an. Kann man hier vorne sehr, sehr schön sehen. Da ist die Schaltung, aber da ist kein dicker Getriebetunnel oder gibt es nicht, war hinten angesetzt. Und dadurch hat der Wagen auch einen anderen Schwerpunkt gehabt. Also ein Auto, was sehr, sehr sportiv war. Ich setze mich da jetzt mal rein. Könnt ihr an allen möglichen Details sehr gut erkennen. Also einmal steht hier vorne Pichon parat, das ist der Karossier gewesen. Dann hier diese tollen Instrumente, die finde ich ja wunderschön, das sind Jägerinstrumente. Schaut euch das mal an, hier alles in einem drin, bis 220, das ist noch original und hervorragend erhalten. Dann hier das schön lackierte Armaturenbrett. Und hier vorne haben wir ein Drehzahlmesser, der drehte ungefähr 5300 Umdrehungen hier vorne. War also ein richtig kräftiger Sechszylinder mit 2,5 Liter Hubraum. Dann hier im Lenkrad das originale Lancia-Logo, kennt ihr sicherlich, und ein tolles Sportholzlenkrad. Ja, und wenn man sich dann so das alles hier anguckt, es ist vieles noch original, das sieht man so ein bisschen an den Pickelchen, das könnte man auch ein bisschen aufarbeiten. Die Sitze sind genauso gebaut, wie sie original waren, man hat das einfach nur wieder erneuert, also nach ein paar Jahren haben die auch wieder toll Patina. Die Gummibelege für den Fußboden sind hier authentischen und auch sonst, man sieht das hier am Armaturenbrett, es ist alles tipptopp in Schuss. Hier vorne Handschuhfach, das ist der Aschenbecher hier, wie war das noch gleich? Ah ja, total nett gemacht. Also der Wagen hat wunderschöne Details. Und was halt charakteristisch ist bei dem Wagen, ist diese steil geschälte Scheibe. Das haben die anderen B20 GT so nicht gehabt. Also es ist ein toller Sportwagen, wertstabil. Die Autos kosten so, ich sag mal, zwischen 160 und 250.000 Euro. Unser liegt um 200, ist restauriert, ist ein Einzelstück. Also ist nicht nur eine sehr, sehr gute, interessante Geldanlage. Ihr könnt jede Millimillion damit mitfahren. Er ist schnell, er ist wendig und das Auto hat keiner. Das ist der einzige, den es gibt. Und die Akten, die wir da drüben haben, ich kann euch das gleich nochmal zeigen, die sind ja zentimeterdick, da haben die Leute und die Besitzer sich immer befasst mit dem Auto. So, jetzt zeige ich euch mal den Motor. Da ist der Hebel hier unten. Ja, das ist die Maschine, auch restauriert, er läuft sehr schön, wir haben ja schon fahren sehen und hören. Ganz tolles Aggregat, was sehr, sehr standfest auch war, womit so ein Wagen wirklich schnell war. Der ist fast 180 Stundenkilometer mitgefahren und wie gesagt, bei Rallyes haben sie immer erste Preise gehabt, weil sie so wendig waren. Das ist ein 1000 Kilo Auto mit einer Sechszylindermaschine, das war schon echt eine Ansage. Ja, soviel zum Motor. Dann zum Design. Die Lampen sind natürlich hier wirklich außergewöhnlich. Ich finde sie wunderschön. Wichtig wäre halt, dass sie nie kaputt gehen, weil ich glaube, es ist schwierig, sowas nochmal zu bekommen für so ein Auto. Das Auto ist unverwechselbar und das Interessante finde ich, dass er in mehreren Zeitschriften, Broschüren und so weiter erwähnt wird, dass Werbung damit gemacht wurde. Das heißt, das hier ist wirklich was Besonderes. Der Zustand ist gut, Millimiglia ist er mitgefahren und er kann das auch jederzeit wieder tun. Ja, hier die Heckscheiben, die kann man von innen öffnen, ist immer ja wichtig gewesen, Millimiglia ist auch ein bisschen warm gewesen, dann zog es hinten ab hier. Dann dieser Double Bubble, den er hat, das ist ja wirklich ein absolutes Highlight. Hat nur dieser Lancia, schaut euch das mal an, total schön. Ein bisschen schmierig auf dem Dach, so, egal. So, hier Lancia-Logo an der hinteren Säule. Und ich meine, sonst ist er auch wirklich als ein Italiener zu erkennen, obwohl er dieses etwas andere Design hat, aber es ist ein wirklich sehr, sehr schnittiges Auto. Doppelrohr-Auspuffanlage, eine links, eine rechts, pro Zylinderreihe, ein Auspuff. Und hier auch die ganzen Details am Auto, ist alles noch schön original. In Goodwood ist er gewesen, 2007, kann man hier oben auch auf dem Aufkleber gut erkennen. Also man sieht daran, dass der Wagen immer was Bedeutendes war. Und das wird er auch bleiben, weil er halt eben sehr, sehr selten ist. Es gibt eben nur diesen einen, das ist ein One-Off und ein One-Off zu besitzen ist immer was Besonderes. Ja, der steht jetzt hier bei uns in Hamburg, der Wagen. Ich finde ihn persönlich wunderschön. Es ist eine Rarität. Und jemand, der Millimiglia mitfahren möchte, mit einem verhältnismäßig kleinen Beitrag, ich finde das also insgesamt, gibt der Millimiglia-Autos, die gehen in die Millionen, das tut er bei weitem nicht. Er ist aber sehr schnell, ihr fahrt ganz vorne mit, das Auto hat richtig PS. Und die haben ja nicht umsonst von 1951 bis 1955 alles abgeräumt, was es gab. Ja, also wie gesagt, wirklich ein total schönes, seltenes, besonderes Auto steht jetzt hier bei uns in Hamburg in der ersten Etage. Haben wir jetzt auch gerade erst bekommen. Ist echt eine Empfehlung für Millimiglia-Fahrer und für Leute, die gerne schnell fahren. Und damit seid ihr auf jeder Rallye immer und überall gerne und gut gesehen.
Also, ich sage jetzt Tschüss, da bimmelt schon wieder, ich muss ans Telefon. Bis zum nächsten Film, euer Stefan Luftschütz und ciao.